Hallo und willkommen bei neuer Kanal Smart Dish Lab. Also lass uns direkt mit dem heutigen Projekt starten. Also in diesem Video erkläre ich, wie man 220 Volt mit einem Arduino Uno, einem Bewegungssensor und einem Relais steuert. Also in diesem Projekt, wir brauchen ein Arduino Uno und ein Bewegungssensor und auch ein Relais und eine Lampe und eine Fassung und auch ein Stecker und auch eine Verbindungskabel. Also lass uns mit Bewegungssensor beginnen. Also in Bewegungssensor wir haben drei Anschluss. Ja, wir haben drei Anschluss. Ja, wir haben GNT. Ja, GNT und Out und VCC. Also GNT mit GNT im Arduino und auch Out im Pin im Arduino, Beispiel Pin 1, 2 und so weiter. Also ich wähle Beispiel Pin 2 und VCC mit 5 Volt im Arduino. Also ich beginne mit GNT. Also ich benutze, ich benutze Verbindungskabel. Also GNT, also GNT mit GNT. Hier und Out im Pin 2. Ja, hier Pin 2. Also 0, 1, 2 hier und VCC mit 5 Volt im Arduino. Also hier GNT, also hier 5 Volt. Also das ist alles mit Bewegungssensor. Also ich schließe das. Und hier, also lass uns, und jetzt kommen wir zum Relais. Also im Relais, wir haben auch hier drei Anschluss. Also wir haben, wir haben In und GNT und VCC, also VCC mit 5 Volt und GNT auch mit GNT. Und wir wählen auch eine Pin im Arduino, Beispiel 8 Pin im Arduino. Ja, also lass uns verbinden die Kabel. Also VCC, VCC mit 5 Volt im Arduino. Ja, Beispiel 5 Volt. Ja, wir haben 5 Volt. Ich suche eine 5 Volt im Arduino. Ja, 5 Volt. Ja, hier 5 Volt. 5 Volt im Arduino und GNT mit auch GNT im Arduino. Ja, GNT im Arduino. Hier. Ja, und letzter ich wähle Pin 8 im Arduino. Ja, hier. Also das ist alles mit Relais. Also und jetzt die Lampe und der Stecker. Also hier wir haben auch drei Anschluss. Also der erste Anschluss mit ein Kabel im Lampe. Ja, ja, ja. Das ist der Versorgungsspannung. Ja,
und der Stecker. Wir haben auch 2 Kabel hier. Ich mache das Kabel hier. Ich verbinde das Kabel hier. Also hier. Also ich schließe gut. Ja. Und hier im Lampe hat ein Kabel und in der Stecker hat auch ein Kabel. Also ich verbinde beide. Ja. Ja. Und das ist alles. Also, und jetzt kommen wir zur Erklärung des Programmcodes. Ja, das ist alles. Und jetzt erkläre ich das Programm kurz. Also wir haben hier 2 Variablen. Die erste Variable ist Bewegungssensor. Hat Pin 2 im Arduino und zweite Variable ist Relay. Hat Pin 8 im Arduino. Und dann wir haben Funktion bei Setup hat 2 Pin und Bewegungspin ist ein Input und Relay Pin ist Output. Und dann wir haben While Loop Funktion. In While Loop Funktion wir haben Variable Bewegungs gleich Digital Read Bewegungspin. Mit Digital Read lesen wir, ob der Pin high oder low ist. Also if Bewegungs gleich high, also Digital Read Relay Pin low, also Lampe an. Also dann, dann warte 5 Sekunden und dann zur nächsten Bedienung gehen. Also wir gehen else. Wenn endet 5 Sekunden, nächste, nächste Bedienung else. Digital Right Relay High. Also Lampe aus. Also das ist alles für gut und jetzt testen wir das Projekt. Ja, das ist mein Hand. Ja, das Lampe ist an. Und jetzt, ja, das Lampe hier. Ja, und auch. Ja, das Projekt arbeitet gut. Ja, hier. Ja, das macht gut. Also, das war heute unser Projekt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet etwas Neues lernen. Wir sehen uns im nächsten Video mit einem neuen und spannenden Projekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.